Hallo meine Lieben, in dem Video, wo ich euch die Box gezeigt hatte, die mir Sisa geschickt hatte, da habe ich euch auch gesagt, dass ihr auf Glitter HTV, Heat Transfer Vinyl, auch sublimieren könnt. Und genau das wollte ich euch heute zeigen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ich habe hier so ein kleines Utensilo und das habe ich einfach abgemessen, wie groß das sein darf. Das da geht bei mir dann so ein kleines bisschen unter den Rand drunter, weil ich das eigentlich ganz süß finde. Und bei mir sind das hier so 8 cm. Und so habe ich auch das Design gemacht. Das heißt, ich werde hier aus dem Glitzer HTV und da natürlich weiß, weil die Sublimationsfarbe ist ja nicht deckend. Von dem her macht es Sinn, wenn ihr hier weiß verwendet. Da habe ich eben dieses Rainbow White genommen. Und das werde ich ausschneiden mit dem Plotter. Und dann gedruckt habe ich das Ganze auch schon, damit ihr das Motiv auch seht. Das wird hier dieser süße Bunny mit dem Blumenkranz und den habe ich mit dem Epson Short Color F100 ausgedruckt. Den habe ich euch schon vorgestellt. Wenn das neu für euch ist, verlinke ich euch das Video hier oben und der wird da auch gleich schon gespiegelt. Das ist das, was ich draufbringen will, und zwar das große. Das kleine habe ich einfach gemacht, um euch dann noch zu zeigen, wie ihr das auch als Patch machen könnt. Das Bild, was ich verwendet habe, ist von freepik.com und auch hierzu habe ich euch schon ein paar Infos gegeben. Das ist auch eines der Designs, das heißt, wo haben wir denn den Namen? Ihr könnt hier einfach eingeben, Cute Baby Rabbit with Floral. Und das ist eine Datei, steht zwar hier, es ist EPS, aber wenn ihr die herunterladet, und das ist, glaube ich, eine Premium-Datei, das heißt, die bekommt ihr nur mit Lizenz. Aber wenn ihr die runterladet, bekommt ihr neben dem EPS-Format, was ihr nur mit Photoshop und Adobe Illustrator bearbeiten könnt, habt ihr da auch noch ein JPEG-Bild mit dabei, was ihr verwenden könnt, wenn ihr eben diese beiden Programme nicht habt. Das habe ich mir heruntergeladen, dann in den Adobe Illustrator reingenommen, die Größe angepasst und das eben ausgedruckt und auch schon ringsherum quasi nur von Hand ausgeschnitten. Ich werde auch oft gefragt, die Farben sind so blass. Das muss beim Sublimationsdruck so sein. Die Farben werden immer blasser sein, weil die werden ja erst mit der Hitze aktiviert. Dann im Cricut Design Space habe ich hier schon 2 Kreise angelegt. Da geht ihr einfach die Form Kreis und dann könnt ihr, wenn ihr den Kreis antippt, könnt ihr sagen, wie groß der sein soll. Hier zum Beispiel 8 cm und dann habt ihr die Größe. Da habe ich einen für das Große und eins für das Kleine und da kann ich eigentlich auch schon sagen, herstellen. Hier weiter, respektive versucht das jeweils so zu gestalten oder so zu platzieren, dass ich möglichst HTV spare oder das Vinyl spare. Deshalb lege ich den hier so ein bisschen weiter oben an. Und das könnt ihr natürlich auch mit dem Plotter, mit dem Silhouette Plotter machen. Ich mache es einfach mit dem Maker heute. Dann kann ich hier auf alle Materialien gehen und bei der Aufbügelfolie nach dem Glitzer-Vinyl suchen. Und ich würde sagen, das ist hier die Glitzerfolie zum Aufbügeln. Dann sagt der Spiegel eingeschaltet. Das spielt bei mir eigentlich keine Rolle, weil ein Kreis sieht auch gespiegelt genau gleich aus. Von dem her passt es. Dann kann ich eigentlich schon das Material laden und das ausschneiden. Und hier natürlich drauf achten, hier oben, also da wo ihr das Glitzer seht, da ist die Trägerfolie drauf. Das heißt, ihr müsst es so auf die Matte packen, dass ihr das Glitzer nicht seht, sondern quasi die Rückseite davon.
Dann brauchen wir den Plotter auch schon nicht mehr. Das hat wunderbar geschnitten. Ich werde euch das Ganze heute mit der Heat Press zeigen, mit der Easy Press, weil normalerweise mache ich ja das mit der Happy Press, aber ich wollte euch zeigen, dass das auch geht, was ihr dabei beachten müsst. Ich habe die vorgeheizt auf 185 Grad und eingestellt auf 60 Sekunden. Ne? Dafür. Ich zeige euch das Ganze zuerst mit dem Patch, also den ich nachher sonst weiterverwenden kann. Da habe ich hier meine Hitzematte, die eben zur Easy Press gehört, ein Stück Backtrennpapier, ein Stück Stoff, ganz einfach schwarz, ne, damit ihr auch seht, dass das eben auch auf schwarzem Stoff funktioniert. Und dann haben wir hier den kleinen Kreis und da gehe ich jetzt schon mal, weil die ist schon warm, gehe ich schon mal drauf. Da braucht ihr wirklich nur so 2 Sekunden drauf zu gehen. Das hält auch schon. Es geht nur darum, dass ich die Trägerfolie abziehen kann. Klassiker, bleibt kleben. Super, jetzt kann ich das schon abziehen, ne? Das seht ihr. Jetzt lege ich das wieder hier drauf. Und lasse das jeweils kurz so ein bisschen auskühlen. Weil ich will nicht, dass es so heiß ist, dass dann die Farbe, währenddessen ich das platziere, sich anfängt zu übertragen. Das wäre natürlich schlecht. So. Und jetzt nehme ich eben das Design. Da habe ich hitzeresistentes Klebeband drauf, ne? Nicht normales, es muss hitzeresistentes Klebeband sein und natürlich dreht ihr das um, dass ihr das Design so nicht seht und könnt es hier schön mittig platzieren. Der Kleber hilft halt einfach, dass sich das Motiv ja nachher nicht verschiebt, weil das ist so wirklich so einer der häufigen Fehlerquellen beim Sublimationsdruck. Das Design darf sich, also das Papier mit dem Druck drauf, darf sich nicht verschieben, sonst kriegt ihr ein Ghosting oder halt so verschwommene Linien. So. Dann nochmal ein Backtrennpapier drauf und jetzt gehe ich für die vollen 60 Sekunden drauf und ich gebe da schon auch Druck drauf, ne? Wenn er fertig ist, hebe ich das schön gerade wieder hoch. Und es, auch beim Pressen guckt, dass ihr nicht hin und her reibt oder sowas, sondern drauf und drauf bleiben. Nehme ich das schon mal weg und das lasse ich jetzt kurz ein bisschen auskühlen. Und dann gehe ich von einer Seite drauf und ziehe das in einem Schub weg. Es ist noch ein bisschen Farbe drauf, aber der größte Teil ist weg. Schneide ich hier kurz noch den Rand weg. Das Resultat zeige ich euch nachher gleich. Jetzt machen wir zuerst noch den zweiten. Bei dem habe ich so ein bisschen das Thema, das ist ja alles schon zusammengenäht. Das heißt, der Boden klappt hier ein und dann habe ich eine Unebene hier. Also das hier ist höher als das hier unten. Und das versuche ich auszugleichen, indem ich hier so ein Teflon-Hitzekissen reinmache. Ich hoffe jetzt mal, dass das reicht. So. Und dann kann ich hier auch das Glitzer-Vinyl drauf machen. Dort, wo ich das haben will. Und hier auch nur kurz so 1-2 Sekunden drauf. Nee, hat nicht gereicht. So, jetzt. Auch das kurz wieder auskühlen lassen. Ich habe vorhin gerade gemerkt, dass es nicht schafft, die Höhe auszugleichen. Deshalb drehe ich jetzt das hier so ein bisschen raus. Und hier der Hinweis, es geht immer einfacher, wenn ihr Elemente habt, die gerade sind und nicht schon zusammengenäht sind, aber
war bei mir halt jetzt schon so und deshalb versuche ich das so hinzubekommen. So. Das Design auch wieder natürlich so drauf bringen, dass die Farbe hier drauf geht. Dann Orientierung muss ich ein bisschen gucken. Die wird so sein. Das mache ich jetzt extra gut fest, damit das dann wirklich nicht rutscht. Ich hoffe wirklich, das funktioniert. So, und dann natürlich Backtrennpapier noch drauf. So, jetzt versuchen wir das Ganze abzudecken, weil es geht darum, dass ihr das in einmal pressen solltet. Nicht hin und her, sondern ne, einmal und so sollte das dann drauf bleiben. Ich habe kurz ein bisschen drunter geguckt, ob das gereicht hat und ich bin tatsächlich weit genug nach unten gekommen. Von dem her kann ich das wegmachen und es hat alles gedruckt. Die brauchen wir nicht mehr. So, und damit ihr jetzt das Resultat seht, na, ich habe das wieder runtergeklappt. So haben wir hier wunderbar unser kleines Utensilo und na, so sieht das Resultat aus. Und wenn man es eben dann gegen das Licht hält, ne, glitzert das wunderbar. Ich finde das super süß, wie das aussieht. Eben nicht nur der Druck, sondern dass ich dann den Effekt vom Glitzer trotzdem noch drauf habe. Finde ich super. Und hier der Patch, ne? Dasselbe Prinzip. Wenn ich es gegen das Licht halte, dann habe ich den Glitzer-Effekt auch hier drauf. Und das kann ich jetzt verwenden, um das irgendwo aufzunähen, wo ich das drauf haben möchte. Und so habe ich wunderbar mein kleines Utensilo und ich finde es so süß mit diesem kleinen Hasen und ein Patch, den ich jetzt auf irgendeinem Projekt verwenden kann, indem ich das einfach aufnähe. Und das war tatsächlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, ne? Ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr jetzt nicht einen Kreis oder ein Viereck macht. Ich habe das auch, das wollte ich euch auch noch zeigen, ne? Ich habe das hier auch schon mal zum Test gemacht. Das Motiv kennt ihr vielleicht von den Tassen her. Auch das hat wunderbar funktioniert. Das kann man dann eben irgendwo aufbringen, wo man das drauf haben will. Das sind jetzt alles, wo ich Formen ausgeschnitten habe. Ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr jetzt rings um den Hasen herum schneiden wollt, könnt ihr auch das machen. Ne, dann schneidet ihr einfach die Glitzerfolie. Die könnt ihr ja also ringsherum schneiden, wenn ihr die Schnittdatei habt. Und dann ganz einfach das Papier auch entsprechend schneiden, nachdem ihr das gedruckt habt. Zum Beispiel, wenn ihr ein Print and Cut macht oder ein Drucken und dann schneiden. Und dann könnt ihr auch das Papier ausschneiden, dann seht ihr genau, wo ihr es platzieren müsst. Und dann könnt ihr auch andere Formen, ne, sublimieren. Auch das geht. Ich fand das hier einfach süß, wenn es gerade so ein Kreis drauf ist. Deshalb habe ich das hier mit quasi schon vorgefertigten Formen gemacht. Das hier habe ich noch nicht mal mit dem Plotter geschnitten, sondern einfach kurz mit dem Hebelschneider und dann mit dem Eckenabrunder die Ecken abgerundet. Ne? Also ihr braucht noch nicht mal einen Plotter dazu. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch gefällt diese Idee und dass ihr da auch Lust habt, sowas auszuprobieren. Ich finde es wirklich super süß mit diesem Glanzeffekt. Und ja, das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und hoffe natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!